Ich habe in meinem Leben 3 Männer geküsst. Also 3, die wir alle kennen. Jean-Paul Gaultier, Elton John, also der hat eher mich geküsst, und Ricky Martin. Da war auch mein Favorit, muss ich ehrlich sagen. Und zwar habe ich Ricky kennengelernt, als ich das erste Mal in Sydney war. Und er hat ein Konzert dort gegeben und ich wurde dazu eingeladen und habe am Weg dorthin eine SMS von seinem Management erhalten, ob ich denn nicht vorher noch Backstage kommen wollen würde. Und ich habe mir gedacht, wenn man helfen kann. Bin dann dorthin. War natürlich alles andere als cool. Ich war wahnsinnig nervös. Ich hatte ein schwarzes Minikleid an. Und es hatte prinzipiell ein guter Plan. Und es hatte hinten eine Naht, die aufging. Und irgendwann habe ich mir, jetzt zieht's doch. Und dann habe ich gedacht, oh. Und wisst ihr, als Drag Queen hat man die männlichen Geschlechtsteile da, wo sie eigentlich nicht hingehören, aber wo sie eben Platz haben. Und das hat man bei diesem Kleid dann irgendwann mal gesehen. Nichtsdestotrotz hatte ich einen sehr schönen Moment mit Ricky. Wir haben ein Foto gemacht und haben nett gequatscht und war das Konzert und es war überwältigend. Meine Güte, ist der schön. Unfassbar schön, wie der ist. Wie dem auch sei, ich bin dann ganz beseelt ins Bett gegangen und ich musste relativ früh aufstehen, weil ich nach Melbourne geflogen bin und es schien, als würde die ganze Stadt nach Melbourne fliegen, denn dort waren am nächsten Tag die Logie Awards und das sind, was habt ihr, Bambi, Fernsehpreise? Der Fernsehpreis der Australier und das war wahnsinnig schick, weil wir haben dort in diesem tollen Hotel gewohnt, in dem auch die Zeremonie stattfand und das war sehr angenehm. Man konnte sich irgendwie im Zimmer schminken und mit dem Lift runterfahren und dann Red Carpet und Fotos und ihr wisst das ja. Und dann laufe ich da so lang und mache eben mein Ding und bin dann fertig und werde zu meinem Platz gebracht und am Weg dorthin hat mein Manager erneut eine Message von Ricky Martins Management bekommen. Mit der Frage, ob ich denn nicht nochmal vorher in die Suite draufkommen wollen würde. Kurz habe ich mir gedacht, das ist jetzt irgendwie ein bisschen strange. War doch gestern schon da. Wie dem auch sei, wir steigen in den Lift ein und ich denke mir, was könnte der von mir wollen? Ich mache mal direkt meinen Ringfinger frei. Was sonst? Also ich dachte, jetzt werde ich gleich Mrs. Martin. Und wenn ich da so rauffahre und mir das irgendwie bewusst wird, dass ich jetzt gleich Mrs. Martin werde, dann habe ich dann gleich 2 Kinder, bin ich bereit für Kinder? Und dann dachte ich, nee, ist ja auch die Schwiegermutter da. Kleinstes Problem. Wir sind dann oben angekommen, klopfen an die Tür und es wird uns aufgemacht und dann, oh Gott, dann steht er vor mir in seinem Smoking und ich habe zufällig ein bodenlanges Abendkleid an. In Creme. Ich fand, das war passend. Und dann kommt er auf mich zu und ich bin wahnsinnig nervös, ich habe den Dekolleté-Griff schon geübt. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, können wir das Foto von gestern nochmal machen? Das war irgendwie verschwommen. Ja, ich fuhr ohne einen neuen Nachnamen, ohne meinen 2 Kindern, die ich sehr vermisse bis heute, und ohne einen Ring am Finger wieder nach unten. Und eine Frage blieb übrig. Where have all the good men gone?